und schaue und nehme genau die Konstellationen, die auch wirklich da zu finden sind, damit wir die energetische Komponente auf jeden Fall in unserem Leben integriert haben. Das Zweite, wir haben natürlich auch Techniken, die vielleicht auch für manche gar nicht so üblich sind oder die man normalerweise nicht kennt. Das heißt jetzt zum Beispiel auch für das Tierkreiszeichen, das ich für euch verwende, bedeutet, wir benutzen den Aszendenten und natürlich das Mondzeichen für die monatliche Prognose. Heißt nicht, dass wir in der vedischen Astrologie die Sonne oder das Sonnenzeichen nicht verwenden, aber für die Prognose ist es meiner Meinung nach sehr viel effektiver und sehr viel genauer. Deswegen in diesem Video sowie auch in anderen Videos immer schauen, wo habt ihr euren Mond oder euer Aszendentenzeichen stehen, damit ihr auch die richtige Prognose für euch nehmt. Wenn ihr das noch nicht wisst, ist es gar kein Problem. Dann geht ihr auf meine Seite susanne-hehmann.com. Dort findet ihr einen kostenfreien Astro-Calculator. Dort könnt ihr praktisch eure Daten eingeben und findet dann auch genau euer Mondzeichen oder euer Aszendentenzeichen und könnt damit auch die richtige Prognose für euch wählen. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was der Monat August für uns alles bereithält. Wie ihr ja schon festgestellt habt, es geht diesen Monat, wir Schwaben sagen, es geht dagegen. Weil es heißt nämlich das, was ich auch schon zu Beginn des Jahres erklärt habe. Wir haben ja Pluto im Steinbock. Auch dazu viele Fragen immer wieder. Stimmt das überhaupt mit Pluto im Steinbock? Ja, wenn wir an den tatsächlichen Nachthimmel schauen, ist der Pluto erst im Steinbock und sonst gar nirgends. Und genau der bringt uns natürlich einfach diese große Transformation für die Gesellschaft noch mit. Das hatte ich Anfang des Jahres bereits schon erwähnt. Und genau das wird sich jetzt bemerkbar machen. Auch ganz wichtig, wir haben in diesem Monat Finsternissaison. Das heißt, wir haben eine Sonnenfinsternis am 12., wir haben eine Mondfinsternis am 28. Das heißt, diesen Monat gibt es wirklich auch wieder bestimmte Punkte. Ich werde auch noch für die Finsternisse exakt ein Horoskop beziehungsweise ein Video machen. Ganz wichtig, Länder wie Spanien sind extrem davon betroffen, als auch Island, also die unter diesem Vorzeichen der Finsternisse besonders zu vermerken sind. Und wir haben natürlich diesen Monat auch noch andere Themen, Planeten wechseln, die Zeichen, wie zum Beispiel Mars, der wechselt. Bedeutet natürlich, jetzt haben wir Feuer unterm Dach. Davor war das alles noch eine gehemmte Energie, weil natürlich mit Mars im Stier, da ist alles ein bisschen behäbig, er steht nicht in seinen Würden, er tut sich schwer, sich durchzusetzen. Jetzt gibt es praktisch Luft ins Feuer und damit brennen die Energien nochmal ganz anders. Das heißt, auch zudem, dass natürlich Mars auch noch in das Nakshatra Ardra laufen wird, das sind nochmal so kriegerische Extrapunkte, die wir bekommen. Nicht im Außen immer gleich denken, es fängt irgendwann ein Krieg an. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es hat praktisch die Konstellation, dass Mars als Planet des Krieges, was er einfach auch ist, ist der Kriegsgott im Horoskop, einfach ganz andere Frequenzen ansteuern wird. Der wird einfach sehr viel aktiver und es wird auch von uns viel, viel mehr Aktivität verlangt. Des Weiteren haben wir natürlich die Energie, dass praktisch auch die Venus aus dem Tierkreiszeichen Löwe herausläuft. Das bedeutet, das Kalasapa-Yoga löst sich auf. Das ist jetzt praktisch erstmal Geschichte und wird einfach nochmal eine ganz andere Frequenz freigelegt. Wir haben außerdem Rahu in Dhanishta. Das ist ein Mondhaus, ein Nakshatra, wo es viel um Innovationen geht und wo es viel um Erfindungen, aber auch die Gemeinschaft geht. Das heißt, es geht jetzt einfach ums Uns, nicht mehr nur ums Ich, was wir sowieso mit Ketu in Makkah haben. Das ist ja eigentlich im Prinzip ein Narzisstenzeichen, was wir da momentan am nächtlichen Himmel haben. Und das zeigt sich auch bei ganz vielen Führungspersönlichkeiten, beziehungsweise auch Präsidenten oder irgendwelchen Führungen in den Ländern, dass einfach die Hybris und der Narzissmus so unfassbar groß ist, dass man schon gar nicht mehr hingucken kann. Das gehört mit dazu. Das bedeutet, dass diese Energien jetzt ganz wichtig sind. Es geht um uns. Es geht um uns als Gemeinschaft und natürlich auch als Gesellschaft. Was der Saturn oder der Pluto im Steinbock, jetzt bin ich schon gleich ganz hier in Durcheinander, der Pluto im Steinbock natürlich auch eben sagt, es geht darum, dass wir unsere gesellschaftlichen Werte neu definieren, aber dazu müssen sie natürlich die alten Energien erstmal verlassen. Das kann natürlich auch unangenehm sein.
Saturn ist rückläufig in den Fischen, der Planet, der einfach auch die Energie des Wohlwollens, des Akzeptierens, was ist, einfach nochmal ganz genau ansteuert. Der befindet sich ja in Revati, wo wir ganz stark mit den Themen einverstanden sein, mit dem, was ist, uns miteinander zu beschäftigen haben. Und das ist natürlich schon auch eine gewisse Meisterschaftsenergie. Wir haben auch natürlich mit Neptun in den Fischen, und der ist natürlich nicht im Widder, so wie das oft in der momentan eben auch erzählt wird, am tatsächlichen Nachthimmel ist er in den Fischen. Und das bedeutet, die ganzen Geschichten, wo jetzt wirklich einfach auch noch gelogen wird, wo vielleicht auch übertrieben wird, wo bestimmte Dinge unter den Teppich gekehrt werden, die kommen natürlich mit Neptun in den Fischen jetzt einfach nach und nach oben. Wir können sie erkennen und wir müssen auch lernen, mit ihnen umzugehen. Sie gehen natürlich nicht weg. Aber das sind jetzt einfach die Herausforderungen, die wir haben. Wir müssen Verantwortung dafür übernehmen. Genauso möchte es auch praktisch Saturn in den Fischen haben. Der ist allerdings rückläufig, bedeutet einfach, wir müssen auch nochmal nach innen schauen und wirklich schauen, wo für uns die richtigen oder ob für uns die richtigen Weichen wie gestellt sind, damit es auch wirklich funktionieren kann. Zudem ist natürlich Saturn in den Fischen nach wie vor noch ein Völkerwanderungsaspekt, was bedeutet, die Völkerwanderung von den einen nach Norden und von Norden nach Süden, von Ost nach West und umgekehrt, ist eine große Geschichte. Das heißt, die wird auch weiter vorhanden bleiben, die wird nicht weggehen und die wird auch in naher Zukunft noch nicht ganz vorbei sein. Das heißt aber mindestens noch ein ganzes Jahr, wo wirklich diese Energien laufen und damit müssen wir klarkommen. Das heißt also, das ist einfach eine Energie, die für uns wichtig ist. Die richtigen Orte sprechen wir natürlich jetzt in diesem Video nicht an. Da werde ich dazu jetzt demnächst einfach auch nochmal ein Live machen, denn ich habe immer wieder in meinen Beratungen festgestellt, da machen Menschen wirklich das ganze Leben bestimmte Themen richtig und du stellst einfach irgendwann fest oder sie erkennen irgendwann aufgrund von der Astrokartografie mit den vedischen Komponenten, ich habe einfach am falschen Ort gelebt und zack, innerhalb von Tagen, meine Lieben, kann sich ein Leben von 0 auf 100% in eine ganz andere Richtung praktisch bewegen. Das erlebe ich wirklich jeden Tag. Von dem her kann ich euch nur empfehlen, holt euch die Qualität und die Energie des richtigen Ortes, weil nur dann habt ihr wirklich nicht nur einfach die richtigen Qualitäten in eurem Horoskop drin, sondern könnt die auch am richtigen Ort auf der Welt aussteuern. Und wir gucken uns jetzt praktisch Stück für Stück, Zeichen für Zeichen, jedes einzelne Tierkreiszeichen an, damit ihr wisst, was für euch im August ansteht. Aszendent oder dein Mondzeichen im Tierkreiszeichen Stier steht, dann geht es jetzt in diesem Monat ganz stark darum, ums Lernen. Also ich meine, ich habe das ja Anfang des Jahres gesagt und immer wieder in meinen Videos und ich werde es auch ich kann gar nicht müde werden, dies immer wieder zu betonen. Wir haben einfach wichtige Konstellationen, die uns auffordern, weiterhin zu lernen. Aber es gibt natürlich Tierkreiszeichen, wenn der Aszendent zum Beispiel im Stier oder auch der Mond im Stier steht, da geht es wirklich ums Lernen. Es nützt nichts zu sagen, ach, ich habe schon das und das gemacht, das mag schon sein. In diesem Monat geht es einfach trotzdem darum, nochmal weitere Dinge ins Wissen zu bringen und einfach diese Themen zu aktivieren. Neue Informationen bringen auch neue glückliche Umstände oder auch neue Gegebenheiten, die zu einem anderen, nicht Bewusstsein allein führen, sondern vielleicht auch zu neuen Informationen und vor allem zu neuen Kontakten. Und die brauchst du diesen Monat ganz unbedingt, damit du praktisch deine berufliche Energie nochmal ganz anders nach außen bringen kannst. Denn es geht darum, in diesem Monat in die Öffentlichkeit zu treten. Es nützt überhaupt nichts zu sagen, das kann ich erst machen, wenn dies erledigt ist, jenes erledigt ist oder sonst irgendwas erledigt ist. Es geht darum, du musst raus. Und es nützt auch gar nichts, das irgendwann zu sagen, ja, ich kann nicht, doch, du kannst immer, man kann immer. Wir müssen halt vielleicht manchmal einfach kleine Schritte gehen und sagen, ich gehe jetzt vielleicht nicht 10 Stunden irgendwo in eine Öffentlichkeitsperspektive, sondern ich fange mit kleinen Schritten an. Das ist total legitim. Aber nicht zu beginnen bringt nichts. Und wenn du nicht weißt, wie es geht, dann werden dich vielleicht einfach Kurse oder auch Informationsgespräche weiterbringen. Und das steht eben in diesem Monat für dich ganz besonders an. Auch kurze Reisen sind eben total wichtig, weil da geht einfach einiges weiter. Da kannst du genau das bekommen oder auch geschenkt bekommen, auf das du die ganze Zeit wartest. Das Thema Finanzen geht darum, unbedingt einen bewussten Umgang mit den Finanzen anzusteuern. Du bist vielleicht in diesen Momenten jetzt ein bisschen unruhig und möchtest aktiv werden und das versuchst das eine und das andere. Das könnte halt dann zu Fehlentscheidungen führen. Ich würde schon versuchen, praktisch
mich einen Schritt zurückzunehmen, genau zu kontrollieren, weil es ist einfach sehr viel Luft und die Ideen mit dabei, die sind halt manchmal nicht ausgereift, ja, und deswegen ist es natürlich schwierig. Ich könnte wahrnehmen, dass da einfach die Energien, die Ausgaben steigen und deswegen ist es gut, wenn wir anfangen, Verträge zu machen, wenn wir das Gegenüber nochmal praktisch überprüfen und natürlich wirklich auch schauen, dass wir diese Ausgaben, die wir haben, langsam und so gut mit Bedacht wie möglich eben umsetzen. Denn in der Schnelligkeit ist jetzt bei dir, lieber Stier, einfach in diesem Monat gerade gar nichts drin. Also ich sag mal, in diesem Monat ist das Thema Wissen für dich als Stierenergie dein allergrößtes Kapital, weil hier kannst du Chancen erkennen. Hier ist wirklich einfach die Entscheidung zwischen Erfolg und Misserfolg, die steht und fällt absolut mit einer neuen Informationsquelle, die du dir erarbeiten oder erobern musst. Nur so geht's weiter. Es ist möglich, dass neue Verträge in dein Leben kommen und dass du praktisch auch eine gute Idee für weitere Investitionen hast, aber sie müssen reifen. Wir haben keinen rückläufigen Merkur mehr, wir haben den rückläufigen Saturn. Da geht es praktisch darum, dass wir unsere Selbstverantwortung auch mit integrieren und dazu brauchen wir auch ein Stück weit Zeit. Ja, der Saturn macht halt alles, aber nichts unter Tempo. Das ist einfach nicht seine Energie. Deine Ernährung möchte praktisch in diesem Monat gut beachtet werden. Viel trinken ist auf jeden Fall, steht in diesem Monat bei allen an, weil wir natürlich auch den Mars in einer aktiven Position haben. Und es ist wichtig, vielleicht ein bisschen den Stress zu vermeiden. Also, Lernen bedeutet Wachstum und offen sein für neue Perspektiven, vor allem für den Weg nach außen. Ganz wichtig, ich freue mich auf ein Like für dieses Video. Teilt das Video, hypt es einfach auch und gebt mir einfach auch sehr gerne Kommentare, was euch in diesem Bereich noch interessiert. Und dann freue ich mich auf die nächste Konstellation, auf das nächste Video und wenn ihr wieder einschaltet bei den Geheimnissen der vedischen Astrologie und mit mir, Susanne Seemann.